Mit dem Camper durch Rumänien. Unsere Hoffnung? Wilde Natur, herzliche Menschen und die pure Freiheit. Doch alles, was wir vor unserem Roadtrip hören: Rumänien ist gefährlich, da gibt es wilde Bären, dort werdet ihr überfallen. Alles gut. Aber von Vorurteilen lassen wir uns nicht abhalten und machen uns lieber selbst ein Bild. Am Anfang dieser Reise ahnten wir noch nicht, dass aus den geplanten 2 Wochen 90 Tage werden. Was auf uns zukommt und wie gefährlich es wirklich ist, erfährst du jetzt. Wenn ich an Rumänien denke, fällt mir als erstes Graf Dracula ein. Natürlich können wir uns seine Burg in Transsilvanien nicht entgehen lassen. Das Schloss Bran ist als das Dracula-Schloss bekannt. Und obwohl Vlad der Pfähler wohl nie auf Schloss Bran gelebt hat, finden wir die Festung doch sehr sehenswert. Noch mehr begeistert hat uns allerdings die Burg Hunedoara. Mit den vielen Türmchen könnte sie direkt einem Disney-Film entsprungen sein. Es gibt hier unzählige schmale Gänge, verwinkelte Treppen und eindrucksvolle Räume. Ich fühle mich wie ein Burgfräulein im Mittelalter. Und dann passiert uns etwas ganz Verrücktes. Spät abends geleitet uns die Polizei von unserem Übernachtungsplatz an der Hauptstraße fort. Nicht, weil es verboten ist, hier zu stehen, nein. Sie wissen einfach einen viel besseren Platz. Und tatsächlich, am nächsten Morgen wachen wir zu dieser prachtvollen Aussicht auf und sind dankbar für unsere Freunde und Helfer. Und das ist ein Grund, warum unser Roadtrip durch Rumänien so wundervoll ist. Wildcamping ist hier offiziell erlaubt. Es gibt unzählige traumhafte Plätze zum Freistehen. Mitten in der Natur, an tiefen Schluchten, malerischen Seen oder idyllischen Flüssen. Oft haben wir diese Plätze ganz für uns. Ab und an kommen Einheimische mit ihren Schafherden oder Pferdekarren vorbei, grüßen freundlich. Wir standen hier vor der Tür. Nie kommt das Gefühl auf, dass uns jemand Böses will. Ganz im Gegenteil. Wir fühlen uns als Camper sicher und willkommen. Leider ist das in Europa nicht überall der Fall. Was uns außerdem völlig umgehauen hat, ist die Diversität und Einzigartigkeit Rumäniens. Aktive Vulkane kennt man in Europa aus Island oder Sizilien. Doch hören wir hier zum ersten Mal vom kalten Vulkanismus. Statt heißer Lava sprudelt hier kalter Schlamm an die Oberfläche und bildet bizarre Landschaften. Bizarr ist auch dieser Stausee. Der Kirchturm ragt nur noch wenige Meter aus der silbergrauen Masse heraus. Die meisten Häuser wurden bereits verschluckt. Das leuchtende Orange sieht fantastisch aus. Doch es ist das giftige Abwasser einer der größten Kupferminen Europas. Den Preis für unseren technologischen Fortschritt mussten die Natur und die ehemaligen Bewohner dieses Dorfes zahlen. In anderen Gegenden ist Rumäniens Natur wild und fast unberührt. Kein Wunder, dass hier die größte Bärenpopulation Europas lebt. Ob man vor den Bären Angst haben muss, sehen wir später noch. Erstmal geht es zu den Pelikanen ans Schwarze Meer. Diese leben im größten Schilfgürtel der Erde.
im Donaudelta. In Murigiol endet das Straßennetz, also steigen wir aufs Boot um jetzt. Bei unserer Flusssafari sehen wir Seeadler, Eisvögel, Zwergdommel und unzählige andere Tiere. Und dann dürfen wir einen Teil der größten Pelikankolonie Europas beim Festschmaus beobachten. Nach dem Albatros ist der Pelikan der größte Vogel der Welt. Cornel, unser Guide, erzählt uns viele spannende Geschichten aus dem Donaudelta. Weil wir uns wirklich gut verstehen, verabreden wir uns am Abend zum gemeinsamen Essen. Und dann bekommen wir die rumänische Herzlichkeit so richtig zu spüren. Er lädt uns zum gemeinsamen Feiern auf einer ganz besonderen Veranstaltung ein, dem Fischsuppenfestival. So verrückt es sich auch anhört, ist es dann auch. Es gibt Fisch, Musik, Tradition und natürlich jede Menge Fisch. Borsch Pescare. One. Yes. Dieses gesamte Festival hier ist rund um diese Fischsuppe aufgebaut. Und ich bin ultra gespannt, wie sie schmeckt. Also, guten Appetit. Es ist mehr Grete als Fisch. Aber gut ist es schon. Geschmacklich fantastisch. In Rumänien gibt es die nettesten Hunde ever. Sie sind ultra höflich und schaut mal, wie nett sie warten. Doch Cornels Warmherzigkeit ist kein Einzelfall. Immer wieder erleben wir wirklich rührende Momente. Als unser Auto in die Werkstätte muss und wir nach der Reparatur 30 Eier und 3 Kilo Tomaten geschenkt bekommen. Wow, merci. Wow, Halleluja. Als wir am Straßenrand von Landwirten 5 Kilogramm Kartoffeln geschenkt bekommen. Alles gut. Dann nachdrücklich aufgefordert werden, ihnen zu folgen. Okay, wir fahren jetzt 2 Rumänen hinterher und wir wissen nicht, was passiert. Und sie uns zusätzlich noch 3 Kilogramm frischen Ziegen- und Schafskäse schenken. Und ich glaube, es ist wirklich ziemlich cool. Pamela. Manu. Ja. Ja, nächstes Jahr sollen wir mit der ganzen Familie herkommen. Vielen lieben Dank. Oder als wir Lydia kennenlernen, die uns nicht nur eine Führung durch ihre Kirche gibt, sondern uns direkt zu ihrer Familie nach Hause einlädt. Das Besondere, Lydias Mutter ist Siebenbürger Sächsin. Eine Volksgruppe, die erstmals vor 900 Jahren aus dem deutschsprachigen Raum nach Rumänien emigriert ist. Sie ändern sich die Zeiten. Ja. Früher war allen in Deutschland besser, und vielleicht wieder den Rumänen besser. Das werden wir auch noch sein. Wo besser wieder. Kannst du etwas verstehen? Orte wie Hermannstadt sind Zeugen dieser reichen Kultur. Bleibt nur noch die Frage, wie ist das mit den Bären? Ja, in Rumänien gibt es viele wilde Bären und vor denen sollte man sich in Acht nehmen. Von einem sicheren Versteck aus konnten wir diese wilden Tiere gefahrlos beobachten. Unfreiwillig sind wir hingegen nicht ein einziges Mal mit ihnen in Kontakt gekommen. Nicht einmal auf der berühmten Bergstraße Transfagarașan. Hier gibt es oft Berichte von Bären, die an der Straße sitzen und von Touristen gefüttert werden.
Warum das eine wirklich schlechte Idee ist, erfahren wir im Bear Liberty Sanctuary. And welcome to our sanctuary. A lot of people used to take small cubs of bears from the forest and put them into cages, small dirty cages, and now it's forbidden in Romania, so we saved them all. And after that the project extended and we saved some of the wild bears because they became problematic bears. You must know that in Romania these bears who are often coming into the space of humans, they are put on a list to be shot by the government. That's why we try to educate people right now, also in school, and to ask to people not to feed the bears if you meet them in the wilderness. Because if we feed the bears, they very quickly learn that the human beings are a very easy source of food. And they will come again and again to beg for food to the people. They will not go back in the forest to search for their own food, okay? That's why they are condemned to death by the government, these bears, okay? Ob auf einer Fahrt mit einer nostalgischen Dampfbahn, am weiten Strand des Schwarzen Meeres oder auf einer der schnellsten und längsten Ziplines der Welt, in Rumänien wird es einfach nie langweilig. Tatsächlich könnte man eine ganze Playlist füllen mit all den tollen Dingen, die man hier erleben kann. Und genau das haben wir getan. Nach 90 Tagen können wir mit Gewissheit eines sagen: Rumänien ist ein absolut sicheres und wunderschönes Reiseland mit spannender Geschichte, wilder Natur und herzlichen Menschen. Und genau das sind die Zutaten, die einen Roadtrip für uns wirklich genial machen.